Erst Sachsen und Thüringen, jetzt auch Brandenburg. Die AfD ist im Osten erneut bei den jungen Wählerinnen und Wählern stärkste Kraft geworden. Der eigentliche Wahlsieg von Dietmar Woidke und seiner SPD, der kann darüber auch nicht hinwegtäuschen. Denn die Reise in der Zukunft, die scheint einen anderen Weg zu nehmen. In der Altersgruppe zwischen 16 und 24 erhielt die AfD rund 31% der Stimmen. Bei jungen Männern liegt der Wert sogar noch höher. Unter die Räder gekommen sind dagegen die Grünen, auch bei den Erstwählern. Woran das liegt und wie die Parteien damit umgehen, zeigt Philippa Vögeling. Die Jugend wählt rechts. Schon wieder. Ein Trend. Schon bei der Europawahl in Sachsen und Thüringen die AfD mit ganz vorne dabei und jetzt auch in Brandenburg. Diesen Zustrom der Jugend, der beweist, wir sind die Partei der Zukunft. Die SPD und CDU sind die Partei der Vergangenheit. Deren Stern sinkt. Und tatsächlich rund 31% der Jungwähler gaben der AfD ihre Stimme deutlich dahinter, die SPD mit 19%. Die restlichen Parteien landen unter der 10%-Marke. Die etablierten Parteien erklären sich die Popularität der AfD bei der Jugend meist durch deren Internetauftritt wie etwa auf TikTok. Harte Thesen, schnell geschnitten, schnell geteilt. Zu einfach, sagen Beobachter, es gehe vor allem um die Lebensrealität junger Wähler. Die werden auf den Schulhöfen verprügelt von Migrantenkindern. Die werden auf dem Heimweg abgezogen, da kriegen sie ihre Klamotten abgenommen. Sie leben jedenfalls im Konflikt zum großen Teil mit Migrantenkindern. Und da kommt der Kern der Ablehnung her. Deshalb gehen sie nach rechts. Migration, einer der Gründe für die Stärke der AfD. Die diesjährige Trendstudie Jugend in Deutschland attestiert den jungen Menschen einen ohnehin düsteren Blick in die Zukunft. Neben der Migration sind die häufigsten Sorgen der Jugend auch Inflation, Krieg und Altersarmut. Das Klima, vor ein paar Jahren noch das Top-Wahlthema, wurde abgelöst. Dass die SPD in Brandenburg erstplatzierte Partei wurde, hat sie der älteren Wählergeneration zu verdanken. Jetzt gilt es aber, die Jungen zurückzugewinnen. Was es letztlich nur rausreißen kann, davon bin ich wirklich überzeugt, und das ist eine Sisyphus-Arbeit, das ist das persönliche Gespräch. Unser Job muss es sein, in politischer Verantwortung für Demokratie zu werben. Die Jungwähler, sie sind umkämpft, ihre Wahlentscheidung aber ist äußerst volatil. Ihr Fokus liegt auf den Themen. Persönliche Parteienbindung spielt keine große Rolle.